Wir nehmen an Badlands teil. Badlands, 780 Kilometer, Gravel-Rennen durch die Wüste, nonstop, self-supported. Wir sind perfekt vorbereitet, würde ich sagen, diesmal. Alles vorbereitet, was geht. Material, Route, Training war eigentlich ideal. Wir fliegen dahin, um zu gewinnen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel seit 365 Tagen. Und jetzt ist es soweit. Wir sind bereit. We are ready. Fiat Ibiza wäre jetzt ein bisschen zu klein. Unser Plan ist, in Granada ein Haus zu haben, damit wir auch alle schön zentral zusammen wohnen und auch uns dementsprechend gut vorbereiten können, wenn noch Fragen sind, untereinander sich helfen, austauschen. Ja, das ist der Plan für Granada. Kommen wird die Cynthia Fraser. Dann haben wir noch sozusagen eine Adventure-Fahrerin, das ist die Sandra, die auch für die Tourmagazin Berichte schreibt, die wird da mitfahren. Dann haben wir noch den Chris Hall aus England, der noch dazu stoßen wird, der auch eher, ich sag mal, ein Abenteuerfahrer ist oder ja, so in die Richtung. Wie gesagt, ansonsten ist Cynthia und halt auch Sebastian für uns in dem Punkt da die wichtigsten Fahrer, weil die wirklich die Ambition haben, da dann auch auf Sieg zu fahren. Die Anreise war besser als gedacht. Wir hatten gestern das Problem, dass unsere Flüge storniert wurden. Mussten dann kurzfristig umbuchen von Frankfurt auf Düsseldorf, ein bisschen Autofahrerei. Heute Morgen dann um 2 Uhr der Wecker geklingelt, 3 Uhr am Flughafen, 6 Uhr Abflug. Jetzt sind wir alle angekommen, Cynthias Rad ist inzwischen auch angekommen und jetzt bauen wir die guten Dinge auf und dann gehen wir gleich aufs Rad. Perfect. Thanks a lot. Good luck. Thank you. Ja, Nummer ist abgeholt. Startnummer 117, also Cappy 117. Jetzt noch das Briefing und dann geht's los. Ich habe mir gerade richtig professionell beim Auspacken von Aluminiumpapier in den Finger geschnitten. Und jetzt habe ich das wirklich auch noch professioneller abgetaped, weil wir keine Pflaster hatten. Aber der Finger ist noch dran, alles gut. Alright, shall we? Alright. Gut geschlafen heute Nacht? Ja, außer dass irgendwie mitten in der Nacht mein halber Kleiderschrank einmal zusammengebrochen ist, weil mein Trinkrucksack drin hing und ich hochgesteckt bin, war es dann doch ganz angenehm. Also deutlich besser als letztes Jahr, als ich hier war. Ja, hab gut geträumt. Das Rennen ist schon eigentlich zügig gestartet. Also wir sind aus Granada rausgefahren, da war es noch wirklich frisch. Und dann ging es in den ersten Anstieg aus Granada raus. Und da hat sich das Ganze dann schon so ein bisschen vorselektiert. Da hat man gemerkt, okay, wer ist hier, um vorne mitzufahren und wer macht oder wer geht es ein bisschen locker an. Ich habe dann verhältnismäßig schnell auch Rückstand hingenommen, bewusst auch hingenommen, um am Anfang nicht zu überpacen, weil es liegen halt einfach noch dann 770 Kilometer vor dir.
Genau, ich bin meinen Stiefel da durchgefahren und habe dann Stück für Stück auch die Spitzengruppe, die ich glaube zu dem Zeitpunkt irgendwie 7 bis 8 Mann groß war, wieder aufgefahren und konnte mich da so ein bisschen integrieren. Und genau, dann hat sich das dann in den kommenden Anstiegen allerdings immer weiter dezimiert. Und ich hatte das Problem, dass meine Schaltung nicht 100% funktioniert hat. Also der kleinste Gang hat wollte nicht reingehen. Und das hat für mich bedeutet, dass ich die steilen Anstiege mit deutlich mehr Druck fahren musste, als ich eigentlich vorhatte, einfach um in Bewegung zu bleiben. Und das hat die Spitzengruppe natürlich dann noch weiter dezimiert, bis wir am Ende zu dritt unterwegs waren. Ich habe dann recht früh dann aber für mich entschieden, wirklich regelmäßig Trink- und Esspausen einzulegen, also mich zu versorgen und mir was zu kaufen, und habe dann die anderen Jungs vorne ziehen lassen. Und ja, dann ging es aber, ich sag mal, auf dem Wüstenloop habe ich die dann nach und nach wieder aufgefahren und überholt, und bei Kilometer 180 war ich dann alleine, und ab dann war es dann ein ziemlich einsames Rennen. No. Pues ponme entonces. Ponme un agua y una cerveza. You are reading fast. Both. Last year was faster. Faster? Yeah. Oh fuck. Yeah? Last year was killed when I reached score. Last year was crazy. With Mattia, Edesta, Ulrich. Yeah. That was full gas. No, sin gas, sin gas. Okay, ciao. Yo con gas. Chao. The finish. No. Now it's time to start the night. See you. See you. Night falls, the darkness begins. Creeping through the shadows. Langsam bricht die Nacht rein. Keine Menschenmenge, beziehungsweise keine Sau mehr hier. Ja, es geht weiter in der Wüste. Gut staubig hier auf jeden Fall. So, Tag 2, fast zur Hälfte des Tages schon rum. Ich finde mich jetzt kurz vor Almeria. Zumindest die Landschaft ist richtig gut. Im Gegensatz zu mir gerade.
Ciao. Oh, Jackpot. Dankeschön. Ciao. Gut. Ah, y de video. ¿Dos de jamón nos faltan por ahí? Has been 100k. Yep. Ja, die letzten 100 Kilometer, die waren einfach unbeschreiblich hart. Also ich habe in meinem Leben noch nie so was Hartes erlebt wie dort, also mental wie auch körperlich. Absolutes Limit, also mehr hätte da definitiv nicht sein dürfen. Aber da kommt dann irgendwann der Punkt, wo du einfach in Bewegung bleibst, immer weiter fährst, Meter für Meter dem Ziel näher kommst und dann irgendwann realisierst du, gleich geht's nur noch bergab. Du hast es im Grunde genommen geschafft. Dann geht es zwar nochmal 5 Kilometer hoch und du fluchst auch nochmal richtig laut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo es runtergeht und ja, dann machst du deine Windweste nochmal wieder zu und fährst runter. Und dann fährst du durchs Ziel und ehrlich gesagt, du fühlst dann erstmal gar nichts. Also emotionale, komplette Leere. Das heißt, du kannst eigentlich mit dem Sieg gar nichts anfangen und das kommt dann aber irgendwie am Tag drauf. Also da realisierst du dann, du hast Badlands gewonnen und ja, krass. Du hast Badlands gewonnen. Und ja, mehr kann man, glaube ich, dazu dann auch nicht mehr sagen. Want to enjoy? Sorry? You want to enjoy? Yeah. Please. Better go away. Schlaf gut. The Big Point ist dann im Februar das Atlas Mountain Race. Und nach Marokko fliegen wir, um Badlands 2.0 zu machen, weil wir gewinnen wollen. Sit down on your back, 'cause